Ja, guten Morgen. Heute verlassen wir diesen schönen, ruhigen Ort wieder. Wir fahren weiter Richtung Norden. Nochmal einen hoffentlich schönen freien Stellplatz rausgesucht. Und übermorgen geht es dann mal auf den Campingplatz. Wir müssen mal wieder dringend Wäsche waschen. Halt nichts drauf, aber sehe ich danach das Hemdchen wieder an. Haben wir gerade mal angehalten an der Straße zum Fotografieren. Und wie geil ist das denn bitte? An dem See hier ist einfach mal ein absolut geiler Sandstrand. Denkst du, wärst am Meer? Ist bestimmt cool hier im Sommer zu baden mit der Aussicht. Ein guter Tipp für die Fährfahrten über die Fjorde in Norwegen ist, sich auf autopassferje.no zu registrieren, denn damit spart man pro Fahrt ca. 40-50%. Man muss zwar dafür vorher Geld aufladen, aber das ist es wert. Ja, guten Morgen. Ich habe schon gesagt, dass wir unsere erste Fähre nehmen. Das sind wir jetzt drauf. Also die erste Fjordfähre mit Mando. Ja, nach Ludingen oder Lödingen. Auf den Lofoten, ne? Auf den Lofoten, genau. Fahren jetzt auf die Lofoten. Aussicht ist grandios. Das zeigen wir euch gleich. Hier geht es jetzt gleich durch den bisher längsten Tunnel, durch den wir je gefahren sind, glaube ich. Einmal unter dem Meer hindurch, 6,4 Kilometer.
Hier am Straßenrand neben der E10, so ein paar Kilometer nach Kabel weg, steht ein Kunstwerk, das hier so aus Spiegeln oder halbdurchsichtigen Spiegeln besteht. Und da spiegelt sich hier die Szenerie halt so, dass es alles auf einen kleinsten Raum passt sozusagen. Voilà. Das ist eine andere Perspektive, dass man sich selber nicht, dass der Rahmen nicht zu sehen ist. Das ist schon sehr cool gemacht. Stammt wohl von dem Künstler aus den USA, Dan Graham, von um das 1996 erbaut worden. Untitled. Winterland, tell me all your secrets. Fill me in on your wildest moments. Colored trees, your yellow leaves move me. Dancing roofs, your painted red shakes the room. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know, let me know. Dieser Tunnel unter dem Meer auf den Lofoten erinnert ein bisschen an einen schlechten Katastrophenfilm aus den 80er Jahren. Er scheint etwas undicht zu sein und wird deshalb anscheinend gerade saniert und ist nur einspurig befahrbar, immer abwechselnd. Ja, es ist ziemlich nass da unten und teilweise ist auch kein Licht mehr vorhanden bei der Ein- und bei der Ausfahrt. I'll let my feet roll. I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. Oh, girl, it must be you again. You have gone straight to my head. Take the pills and go to bed, but I'm still hooked on that. You are sacred in a way. I don't know God, but still have faith that He will manage. Hallo aus Nee, Der Ort heißt ist der Ort mit dem kürzesten Namen der Welt, glaube ich. Also ein Buchstabe halt, ne? Also Armin Kringelzüber. Einfach zu merken, kann man nichts sagen. Genau. Und spricht sich halt, soweit ich jetzt weiß, im skandinavischen oder im norwegischen aus. Ja, also Ja, sehr malerisch natürlich. Wir sind ja an der Südspitze von den Lofoten, ja, oder? überhaupt an der Spitze von An der den Spitze Lofoten von den halt Lofoten. quasi. Ziemlich kalt natürlich, aber es ist trotzdem wunderschön. Ja, es hat noch ein paar Grad plus, aber es ist schön. Jetzt haben wir uns ja hier gerade schon ein bisschen den Ort angeschaut. Da seht ihr gleich ein paar Aufnahmen. Und dann geht es zurück zu Mando. Und wir fahren unseren Stellplatz an für heute. Genau. Und was noch witzig war, jetzt haben wir hier so ein bisschen Vorbilder aus eine Szene aus Vögel von den Alfred Hitchcock, weil hier ganz viele Krähen rumfliegen. Hier gibt es auch Trockenfisch und die klauen sich dann wohl öfter was von diesem Trockenfisch. Also hier gibt es jede Menge Krähen. Ja, und es gibt halt ein paar A-Touristen, die Vögel füttern, obwohl es extra hier auf den Ja. Tischen zum Beispiel steht, dass die Vögel nicht gefüttert werden sollen. War gerade eben auch, genau. Manifest some way when I am next to you. I asked your father for your hand, but it didn't matter. My ears.
Wir entscheiden uns wegen der exponierten Lage und des Windes gegen den Stellplatz auf dieser Landzunge. Swig is black, I feel the soft side. Right under the warm sun in his hands. When I get there, I'll let my feet roll. When I get there, I'll break in your arms, I'll lose control. When I get there, I'll know the answer. Let me know when I get closer. When I get closer, let me know when I get closer. Open up. Ja, jetzt geht's wieder durch den Tunnel des Grauens, unter dem Meer, der anscheinend etwas undicht ist und deshalb gerade saniert wird. Schauen wir mal. When I get there, I'll know the answer. Let me know. Ja, da muss man noch gehalten. When I get closer, will I get closer? Will I get closer? Gerne. Ja, dann machen wir das doch. Nennen wir uns mal so wie. for your head. But it didn't matter what he said. The thought of you in a white dress, I don't think I can shake it. We'll get a little place upstate. Stay till the kids all Ja, guten Morgen. Wir haben ja unser Lager neben einem Naturreservat aufgeschlagen. Da gibt es was Seltenes in Norwegen, und zwar Sanddünen. Und da wären wir vermutlich einfach dran vorbeigefahren, wenn unser erster Stellplatz auf der anderen Seite des Fjords funktioniert hätte. Aber der war leider viel zu schief und krumm. Das Schwarze, was man da hinten sieht, sind, glaube ich, Kühe. Da haben wir gestern schon eine hier rumstreifen sehen. Und da hinten sind die Sanddünen. Da gehen wir jetzt mal rauf. Ja, und das Ganze ist hier im Morfjorden. Ja, und gestern Abend hat es dann auch endlich mal mit den Nordlichtern geklappt. Ich habe nur so einen kleinen Schimmer gesehen, so einen leichten. Aber als ich dann die iPhone-Kamera drauf gerichtet habe, hat man es ganz deutlich in der Kamera erkennen können. Das erste Mal richtig Nordlichter richtig, gesehen. ja. Ja, das war cool. toll. Ja. Blenden euch jetzt dann ein paar Fotos davon ein. talk of moving every day. But who are we kidding? Sanddünen und im Hintergrund die schneebedeckten Berge. We made all our memories here. Felt our Und hier denkt joys man plötzlich, man wäre in der Karibik. Türkisblaues Meer, weiße Sandstrände, das hätten wir in Norwegen wirklich nicht erwartet. Und an diesem wunderschönen Fleckchen Erde beenden wir das heutige Video. Begleitet uns nächste Woche, wie wir in die nordische Mythologie eintauchen. Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir stellen fest, dass nur 20% unserer Zuschauer den Kanal auch abonniert haben. Ihr anderen 80%, drückt doch mal auf Abo. Es kostet euch nichts und es hilft uns wirklich sehr und motiviert uns, weiterhin diese Videos zu machen. Dann bis zur nächsten Woche. In diesem Sinne, live long and prosper. And may the force be with you. Hier im Straßenrand an